Wir sind mittendrin in den englischen Wochen nach dem Hinspiel gegen Newcastle. Knapp 1:0 verloren. Heute das Spiel in der Liga. Spieltag 29 gegen Bremen. Dann das Rückspiel gegen Newcastle. Und dann bin ich der Meinung, ist auch schon gegen einen weiteren Nordclub. Ich glaube gegen Hamburg. Ich glaube, wir hatten jetzt ein paar Nordduelle. Also das heißt ein paar. Es gibt ja nur zwei im Prinzip jetzt hier bei uns in der Karriere. Ich bin der Meinung, das war so. Naja, wir gucken mal. Also Rotationsmaschine heute ist angeschmissen. Ferry unter anderem, Hikimoglu, Rogov, neue Innenverteidigung, Kabe als Rechtsverteidiger. Müssen wir machen. Ich brauche wieder fitte Leute gegen Newcastle. Das ist nämlich richtig wichtig, das Rückspiel. Ich möchte ins Halbfinale. Auch wenn das sehr utopisch klingt, aber es ist nicht unmöglich. Und zwischendurch ein Sieg gegen Bremen würde uns auch noch mal ein bisschen weiter, Jongwa, nach oben bringen in der Tabelle. Wir können Gladbach auf Distanz halten, wir können an Leverkusen ran auf 3 Punkte. Also wir können wie jede Saison quasi hier viel verlieren, aber auch viel gewinnen. Und bei mir ist das Glas immer halb voll, von daher auf jeden Fall viel Gewinn. Jetzt schauen wir erstmal, was die Bremer hier heute auf den Rasen zaubern. Die sind 14. Brauchen also auch, denke ich, noch ein paar Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Müssen jetzt aber nicht unbedingt heute bei uns holen. Gerne wieder in den nächsten Spielen. So, die Bremer kommen in der Fünferkette. Werden also weitestgehend hinten drinne stehen, so würde ich das jetzt mal vermuten. Heißt also, wir müssen das Spiel machen und werden das auch machen. Kaber kommt mit nach vorne. Kannst mal alleine probieren. Ja, auf spitzen Winkel. Die erste Chance, sehr gut. Und so mutig müssen wir das auch gegen Newcastle machen. Ja, die waren gut, die waren stark. Die hatten auch von der Qualität her die besseren Chancen, aber die sind auch nicht übermächtig. Kein Gegner ist übermächtig, von daher, wir können gegen jeden mithalten. Wir können theoretisch jeden schlagen. Es kommt also ein bisschen auf die Tagesform an, wie unsere Verteidigung hinten schläft oder halt auch nicht. Im besten Fall. Und dann gucken wir mal. Bremen kommt über Top. Kaber war eigentlich da. Achtung, Ishii, der heute das Innenverteidiger-Duo mit Cooles, glaube ich, bildet. Ja, auch eine Münsteraner Legende hier ist. Der ist auch von Beginn an mit dabei am Start. Und daher hat er sich das auch mal wieder verdient. So, Jongwa kommt gegen Jung. Auf der Außen, Hikimoglu ist da. Oh, der Keeper war schon aus dem Tor raus. Was macht er denn da? Hikimoglu und Ferry! Mit dem klassischen Abstauber. Zur 1:0 Führung. Da sind wir doch. Ich habe mich schon gewundert, warum der Keeper so ein bisschen aus dem Tor ging. Oder uns die Lücke anbietet. Ja, und Ferry steht halt da, wo ein Torjäger zu stehen hat. Also da vorne, ne, musst du spekulieren. 15. Tor im 19. Spiel, den werden wir auch wieder für viel Geld verkauft bekommen. Gehe ich ganz fest von aus. Ja, und so müssen wir jetzt einfach weitermachen. Es war ein sehr, sehr guter Start. Wir stehen hinten gut, sicher. Ist auch ein willkommener Gegner vielleicht. Ne? Die Bremer sind jetzt nicht unbedingt so stark. Ich weiß gar nicht, wie wir in der Hinrunde gespielt haben. Da waren wir, glaube ich... Weiß nicht, waren wir da nicht chancenlos irgendwie? Haben wir da nicht auch 3:1 oder so verloren oder 3:2? Auf jeden Fall haben wir uns da auch sehr schwer getan. Aber bislang mittlerweile ist das hier ein sehr, sehr willkommener Gegner. Also bieten wenig Gegenwehr. Wir können hier unser Kombinationsspiel aufziehen und uns Chancen rausspielen. Und Ferry hätte fast die nächste Chance gehabt. Aber Achtung, die Bremer, die brauchen auch nicht viele Chancen. Das ist halt nun mal so. Leider, aber ihr seht, ja, anhand der Flanke, das ist so ein bisschen bezeichnend für das Spiel der Bremer bislang. Gott sei Dank für uns. Wir haben hier ganz viel Zeit und ganz viel Platz und vorne wieder Hikimoglu. Jongwa kriegt da wenigstens einen langen Ball hin. Ja, nicht ganz, aber jetzt. Doppelpass wieder mit Hikimoglu. Wagner kommt über die Außen. Sehr, sehr gut. Und jetzt eine schöne Flanke. Komm, wir haben einen Ferry in der Mitte. Der legt ab. Oh, auf engstem Raum. Ja, ob das gut geht, Wanner jetzt mal mit rechts. Ja, und der kann auch mit rechts. Ich weiß gar nicht, wie viele Sterne der bei schwacher Fuß hat, aber da hat nicht viel gefehlt. Da hätte die berühmte Bild-Zeitung mit Sonderausgabe nicht mal dazwischen gepasst. Also es bleibt dabei viel Druck. Es bringt aber nichts, wenn wir hinterher dann wieder den Ausgleich bekommen. Wir müssen hier das zweite nachlegen. Und womöglich auch noch das dritte Tor.
Jetzt kommt aber erstmal Bremen und durch den Jinma. Das meine ich, die allererste Chance. Bremen kommt. Aber ein Jinma geht weg vom Tor, das ist gut. Das war wieder mal so eine Aktion, ganz typisch, wo wir nichts machen konnten, wo die Verteidigung ja einfach blöd dastand. Und Gott sei Dank hat Jinma den direkten Weg zum Tor nicht gesucht. Weil normalerweise muss der rein. Das ist in 7 von 10 Fällen, 8 von 10 Fällen ist das der sichere Ausgleich. Zum Glück hat er den Weg nach außen gesucht. Vom Tor weg. So, und wir sind nach wie vor da. Ganz, ganz stark, ganz, ganz gut gemacht. Die Seitenwechsel funktionieren. Oh, und auch wenn der ja, noch gerettet ist von Wagner, aber Jongwa kommt nicht ran. So, genau das meine ich hier wieder. Wenn die Verteidigung hinten so steht von alleine, ist ja alles gut. Aber wenn die dann wieder stehen bleibt und niemand weiß, was der andere macht, dann sieht es halt auch dementsprechend blöd aus. Ist so. So, nächste Chance. Hikimoglu, Ferry. Ja, hält den Ball. Jongwa kommt mit und der hat Platz und der ist schnell. Komm, und der kann zum 2:0 einschießen. Kurz vor der Pause. Und es geht wieder so einfach. Ja, das ist wieder so ein Spiel, da klappt halt ganz viel. Da ist auch ganz viel möglich, weil der Gegner uns spielen lässt. Aber ihr seht, wir können es. Wir haben die Spieler dazu, wir haben die Qualität und auch die sonst nicht so abschlussstark sind wie Jongwa, obwohl der auch schon 1, 2 Traumtore gemacht hat. Es ist ganz einfach. Der kommt mit Speed, nimmt den Schwung mit, schließt ab ins lange Eck. Und genau zum richtigen Zeitpunkt. 45. Minute. Ja, in einer Phase, wo Bremen die Chance hatte auszugleichen durch den Jinma. Haben sie Gott sei Dank nicht gemacht und wir führen hier ganz souverän unterm Strich trotzdem und ganz entspannt mit 2:0. Das ist gut. Für die Liga, ja, da sieht man auch, der zweite Mantel sitzt. Ja, Hikimoglu und Rogov, den hätte ich, glaube ich, auch häufiger spielen lassen müssen. Weil mir schon aufgefallen, immer wenn Rogov spielt, wirkt irgendwie das Mittelfeld ein bisschen stabiler, habe ich das Gefühl. Ein bisschen kompakter, der läuft auch viel zu, gewinnt viele Zweikämpfe. Bei Atagan habe ich so das Gefühl, das ist so ein bisschen Harakiri. Der läuft auch viel, deswegen ist er immer schon platt nach einer Halbzeit. Und reißt aber vielleicht entscheidende Lücken, die Rogov, ja, in dem Fall zuläuft. So habe ich jetzt das Gefühl, aber gucken wir in der zweiten Halbzeit, was die noch bringt. Ja, Ishii gegen Kekel. Top, alles gut. Einen Eckball kriegen wir auch immer verteidigt. Parados kommt. Achtung, Kaba zum ersten. Da muss noch mal einer hin. Ishii zum zweiten. Jawohl. Und wieder alle hinten raus. Bremer sind da. Wieder Kekel. Top, wieder gegen Ishii. Oh, jetzt kommt er mit Glück durch. Das kommt natürlich auch dann noch mit oben drauf, dass wir den Ball hier nicht rauskriegen. Kaba, jetzt aber. Und die Bremer stehen hinten mit 7, 8 Mann. Und dann bauen wir einfach mal entspannt auf. Wir müssen jetzt nicht jeden Angriff schnell nach vorne spielen, auch einfach mal einen Ball hin und her spielen. Und Rembeck kommt mit nach vorne. So, jetzt aber. Wenn wir die Chance haben, 4 Mann sind vorne. Wanner ist da, schön gespielt. Und das müsste das 3:0 sein. Und den schweißt da oben ein. Aus dem gegnerischen Eckball. Ist Wanner da. Sehr, sehr schönes Bild. Ein guter Abschluss, ey. Den setzt er humorlos oben rein. Also da gibt es auch gar nichts weiter zu besprechen, zu analysieren. Der passt oben rein. Ist einfach ein geiler Spieler. Also würde ich jedem empfehlen, auch wenn ihr jetzt erst mit EAFC beginnt oder vorhabt, eine neue Karriere zu machen. Ja, Paul Wanner ist auf jeden Fall ein Spieler, den man sich holen muss eigentlich. Das ist so ein No-Brainer. Aber ihr müsst ihn euch halt dann auch zu Beginn holen, ne? Da hat er noch eine Freigabesumme von 7,5 Millionen. Und je länger ihr wartet, desto unbezahlbarer wird er. Von daher, so früh wie es geht, holen. Das ist meine Empfehlung. Und da ist er schon wieder. Natürlich mit zu viel Platz. Die Bremer, die sind heute ein willkommener Gegner, auf jeden Fall. Ferry, da ist wieder Wanner. Den kann er aus Spitzenwinkel doch noch reinmachen. Und der Sack ist zu. Jetzt machen wir das hier innerhalb von 5 Minuten. Und Wanner mit seinem zweiten Tor. Weil halt auch keine Gegenwehr da ist, klar. Ich werde es aber auch nicht schmälern. Wir spielen trotzdem gut.
Ferry, schöne Vorlage und Wanner kriegt den noch irgendwie rum. Ist auch gar nicht so einfach, den da hinten noch reinzulegen. Von daher ist das auch nochmal ein Indiz, wie gut er eigentlich ist und auch noch wird. Also der ist schon gut mit seinen jungen Jahren. Der kriegt ja dann aber im Sommer nochmal ein Upgrade. Der kriegt quasi jedes Jahr ein Upgrade, bis er eine 90 hat. Gehe ich mal von aus. Und damit ist das Ding durch. Jetzt können wir zum Beispiel auch mal Jugendspieler reinbringen. Das ist so eine Gelegenheit, wo ich auch mal ein paar Jugendspieler gerne reinbringe. Wie zum Beispiel ein Karamoko. Ein Castanaras kann auch mal wieder vorne rein. Der müsste eigentlich auch häufiger spielen oder hätte häufiger spielen müssen. Grudowski aus seiner Abschiedstournee. Abe, der kann auch mal wieder rein. Für cool ist. Dann haben wir nochmal ein japanisches Innenverteidiger-Duo zum Schluss. Das sind Wechsel, die kann ich jetzt ganz beruhigt machen, weil ich hoffentlich weiß, dass wir das 4-0 nicht mehr verspielen. Hoffentlich, aber Achtung, Jinma hat nochmal was dagegen. Nein. Also in Deutschland, Schweden wird es hier nicht geben. Als die Deutschen damals 4-0 geführt haben, ich glaube WM-Quali war das und dann noch 4-4 gespielt haben gegen Schweden. Das wird es hier heute nicht geben. Da bin ich sehr, sehr sicher. Aber vielleicht gibt es nochmal ein Tor von Wanner. Da ist er. Setzt sich wieder durch, ey. Das ist so nice. Auf engstem Raum und dann fast durch die Beine. Und nochmal Ferry und Biedl. Biedl im Tor. Der den Ball nur rausschlagen kann und der ist schon wieder weg. Also für die Bremer, ich weiß nicht, wie viele Punkte Vorsprung die haben. Ich glaube, die haben ein bisschen mehr Luft. Von daher wird denen die Niederlage heute nicht so wehtun. Mit Blick auf den Abstieg und den Klassenerhalt. Aber auch so ein zu-0-Spiel. Gerade auch für unser Torverhältnis wäre das mal sehr, sehr wichtig, wenn wir das hier zu 0 halten. Nur ich habe die Befürchtung, wenn der Ball nicht langsam mal im Seitenhaus ist, dass die Spieler gar nicht mehr reinkommen ins Spiel. Also entweder machen wir jetzt ein Tor oder wir holen irgendeinen Eckball raus. Mal gucken, was wir machen, wofür wir uns entscheiden. Wir entscheiden uns für den Abschluss. So, jetzt haben die Spieler doch mal Platz und Zeit. Die 4 an der Zahl, dass die noch ein bisschen Spielpraxis kriegen. Und dann geht's weiter. Einbahnstraßenfußball. So wünsche ich mir das gegen Newcastle. Wenn wir auch so gegen Newcastle spielen, aber das wird natürlich nicht so kommen. Das wird viel, viel schwerer. Die werden uns viel mehr Gegenwehr zeigen, weil die auch einfach klar die besseren Spieler haben. Gar keine Frage. Aber auch weil es um viel mehr geht. Da geht es um den Einzug ins Halbfinale. Nochmal Grudowski. Viel Platz, aber schlecht. Schlechte Flanke. Also da muss ich in meinen nächsten Karrieren auch mal drauf schauen, dass ich mir Spieler hole, die auch gut flanken können. Die vielleicht auch mal gute Freistöße schießen können, dass ich auch mal da jemanden habe, weil ich habe ja sonst niemanden, der so richtig gut ist, um Freistöße zu schießen. Es kommt ein Jinma. AB ist dazwischen, kriegt er den noch. Ja, und das kriegen wir so geklärt, ganz ruhig, ganz entspannt. Da hat Sina mal Glück gehabt. Das klappt auch nicht immer, aber heute klappt das. In so einem Spiel. Godowski, Hekimoglu. Im Doppelpass mit Castanaras und Hekimoglu ist vorbei. Schöner Move und jetzt ganz entspannt. Rein damit! 5-0. Die eine Hand ist voll. Lewandowski Gedächtnisjubel. Aber ihr habt auch da gesehen, was für große Qualitäten Hekimoglu hat. Ja, mit einer Bewegung die Verteidigung ausgehebelt und dann bleibt er auch eiskalt vom Tor. Deswegen in dieser Mannschaft, ich bleibe nach wie vor dabei, auch wenn die manchmal Spiele drin hat und Phasen hatte, wo es nicht so gut war, wo die Verteidigung echt sehr amateurhaft war und wir vorne auch nicht viel hinbekommen haben, ist in dieser Mannschaft trotzdem so viel Qualität und so viel Potenzial vor allem vorhanden. Durch Hekimoglu, durch Ferry, durch unsere Jugendspieler, durch Sinamoy, Karamoko zum Beispiel, Abe und Ishii. Also das ist wirklich mal interessant zu sehen, wo die so in 3-4 Jahren wären. Oder in 3-4 Saisons. Und das Spiel hier ist ja noch nicht vorbei. Das kann jetzt noch bitterer werden. Das ist schon bitter für Bremen. Hier 5-0. Aber ein 6-0 hätte dann nochmal was Schlimmeres. Das halbe Dutzend. Aber ich glaube, es bleibt hier beim 5-0. Ich glaube jetzt nicht, dass die Bremer nochmal auf Biegen und Brechen vorne irgendwas versuchen wollen. Und dann ist es auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel von uns gewesen. Das muss man auch dazu sagen. Auch wenn der Gegner heute uns nicht so vor große Probleme gestellt hat. Gott sei Dank. Wir konnten ein bisschen Selbstvertrauen sammeln. Selbstbewusstsein fürs Rückspiel gegen Newcastle, das schwer genug werden wird. Aber es ist nicht unmöglich.
Wir haben schon so einige Wunder hier vollbracht. Warum auch nicht im Rückspiel gegen Newcastle. So, das war der letzte Ball. Den schieße ich jetzt ins Aus oder Karamoko. Und dann steht unterm Strich ein verdientes 5-0. Ich glaube auch in der Höhe, wir hätten auch noch ein 6 schießen können. Aber wichtig, dass wir in der Tabelle, in der Bundesliga, uns die Verfolger vom Leib halten, Vorsprung haben und auch wieder ein bisschen näher rangerückt sind, ja, an Teams wie unter anderem Leverkusen. So, und jetzt kommt nämlich das viel wichtigere Spiel gegen Newcastle zu Hause. Das Rückspiel in 3 Tagen. Das heißt, unsere Stammelf ist hoffentlich fit und ausgeruht und wird das Rückspiel bestreiten. Gegen Newcastle zu Hause. Wahnsinn. Nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Schauen wir nochmal kurz hier rein. Gut, die haben das letzte Spiel verloren. Von 5. 4 haben sie gewonnen, 1 haben sie verloren in der Liga, aber trotzdem, ey, wenn man sich die Mannschaft mal alleine anguckt, natürlich sind die auch wieder Favorit, da muss man gar nicht drum herum reden. Aber vielleicht schaffen wir es ja als kleines gallisches Dorf, uns zu verteidigen. Und dann mit den Fans im Rücken, auch wenn es über das Elfmeterschießen geht, uns irgendwie ins Halbfinale zu schießen. Ja, die Roma ist im Vorteil, Braga ist im Vorteil, Marseille ist im Vorteil. Also wir könnten rein theoretisch auch nochmal auf Istanbul treffen. Wir könnten auch nochmal auf die Roma treffen. Gegen die haben wir auch schon mal in der Ligaphase gespielt. Wir können auf die Spurs nochmal treffen. Es ist so viel möglich. Von daher ist das ein sehr, sehr geiler Wettbewerb. Ich bin froh, dass ich ein Teil davon bin. Leverkusen habe ich gerade gesehen, hat gegen Leipzig in der Champions League vorgelegt. Ich will jetzt nochmal kurz in der Bundesliga vorbeigucken. Pokalfinale haben wir auch noch. Ihr seht, wir haben 5 Punkte vor Gladbach. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben auch noch 3 Punkte Rückstand auf Leverkusen. Die vielleicht auch nochmal hier und da einen Punkt liegen lassen. Und oben die Meisterschaft wird sich halt zwischen Dortmund und Leipzig entscheiden. Außer Frankfurt spielt da nochmal eine große Rolle. Aber die haben jetzt schon 9 Punkte, respektive 11 Punkte auf Dortmund. Also es wird sich zwischen Dortmund und Leipzig entscheiden. Die Bayern werden auch nicht Meister, die sind auch 5. Die müssen zusehen, dass sie sich für die Champions League qualifizieren. Sonst sind sie nämlich nur in der Euroleague. Also, nächstes Spiel, auch eines der wichtigsten Spiele dieser Rückrunde der gesamten Münster-Karriere. Rückspiel gegen Newcastle, es geht ums Halbfinale der Euroleague. Lasst euch das auf der Zunge zergehen bis zum nächsten Part. Und dann gehen wir mit viel Mut und viel Selbstbewusstsein hoffentlich rein in dieses Spiel. Macht's gut und ciao.